Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir sind beim letzten Mal in der Bibliothek gelandet bei unserem Rundgang durch den Campus und ja, unser großer Auftritt steht heute bevor. Wir sind jetzt quasi in den letzten Zügen, bevor es dann heute Nachmittag oder so losgeht. Ich weiß die genaue Uhrzeit oder Tageszeit nicht mehr genau, aber die Aufregung, die ist quasi spürbar. Look at Instructor Thomas hogging a whole table for himself. I wouldn't be surprised if he's completely forgotten that there's a festival going on, to be honest. Sheesh, I just hope he stays out of the way of our visitors. Warum? Nur weil der sich da breit macht? Ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Sind ja noch andere Tische frei, oder? The principal gave him permission to do this, so I can't be nearly as harsh on him as I'd like to. But doesn't seeing that giddy smile on his face just make you want to punch something? Ich äußere mal den leisen Verdacht, dass sie ihn eventuell nicht so gerne mag. Was machst du denn hier, Thomas, dass sie so aggro ist? At last, the principal himself requested that I carry out an investigation of the old schoolhouse. That means that I'm free to delve as deeply into its mysteries as I wish, and that's quite deep indeed. Da freut sich aber jemand. I simply must know the truth behind the giant humanoid on the lowest level. Instructor Thomas, this is a library. Stop that yelling this instant. Ah, okay, gut, wenn er laut ist, dann verstehe ich, dass der nervt. Aber nur weil der den Platz hier beansprucht. Oh, Rosine, you came at just the right time. How fortuitous oder so? Would you be so kind as to bring over the next set of papers for me? Ist sie jetzt seine Gehilfin oder was? Oh, Rosine, how fortuitous. Dieses Wort ist total irritierend. Ich lerne hier so viele neue Wörter mal wieder kennen. It was Kurt and Annie's turn to be shown around the festival today, but they seem to have occupied themselves with reading. They are both well-behaved children, so I've decided to help Instructor Thomas instead. I'm not entirely sure what he's doing, but it seems incredibly important. Ja, in seiner Welt auf jeden Fall. In unserer vermutlich auch. Instructor Thomas always seems so busy. I can't help but find myself wanting to assist him. Ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass er als Lehrer vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber der ist ja voll begeisterungsfähig, ne? Ich glaube, ich würde den mögen. Also kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Kontext an, aber ich finde den, glaube ich, ganz cool. Hallo Kurt, Rosine brought me here. I'm gonna read some books with Annie. Oh mein Gott, wie cute. Wie süß, ich wünsche euch zwei Herzen ganz viel Spaß. There's so many books me and Kurt haven't even seen before. I think I'm gonna read one about a fish. Macht das. Hauptsache, ihr landet oder bleibt bei den richtigen Kategorien für euch, ne? Bitte nicht zur ab 18 Literatur rüber switchen und bitte keine Bücher von Dorothy in die Hand nehmen. Ich glaube, das sind die einzigen Tipps, die ich euch hier mitgeben möchte. So, hier oben ist niemand. Ich habe gerade kurz überlegt, ob Celine vielleicht auf der Bank sitzt, aber die wäre ja auch eingezeichnet als gelber Punkt. Insofern sind wir hier eigentlich durch. Also hier gibt es vermutlich einige Sachen, die ich nicht gelesen habe. Aber ich weiß halt nicht mehr welche. Es tut mir echt leid. Also wenn jemand die Muße hat, ja, mir zu sagen, was hier gefehlt hat, weil das habe ich ein bisschen verpennt, muss ich leider zugeben. Ich bin so relativ akribisch bei Red Moon Rose gewesen, da ist ja das Video auch inzwischen online. Aber bei diesen ganzen kleineren Sachen, da habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Wenn jemand da noch einen Überblick hat und ganz genau weiß, welche Bücher noch fehlen, dann haue ich dazu auch nochmal einen Bonuspart raus. Dann müsstet ihr mir nur sagen, welche. Weil ich habe, glaube ich, im ersten Viertel des Let's Plays habe ich die Bücher noch mitgenommen. Und dann kamen immer wieder welche dazu. Und dann wusste ich beim ersten schon nicht, hatte ich das nicht. Und damit war das Chaos perfekt. Hallo Celestine. Na? Oh, Schwarzer, I hear tell that you all had a part in the curious events of last night. Ihr habt uns ja sogar gesehen, ne, wie wir da hingelaufen sind. Just to be sure, none of your classmates were harmed in the process, were they?
Nope, we all came out just fine, managed to get some rest in too, so we're all ready to go today. But I never expected to hear that question from you. What makes you ask? Er hat bestimmt Competition-Hintergrund, der will wahrscheinlich einen fairen Wettbewerb oder so. I just don't want you making excuses after your inevitable defeat. Ach, darum geht's ja. Okay. That said, you're certainly a reckless bunch, aren't you? Spending the night before your concert tackling monsters the likes of which you've never seen seems rather foolish. Worrying about your friends in Class 7 again. Your kindness never fails to touch my heart, Master Patrick. Ich glaube, so war das nicht gemeint von ihm. That's not the point of this inquiry. It's meant to be mockery. Regardless, our preparations are on the verge of flawless. Prepare to be amazed. I will. Best of luck. I don't need your luck. Mann, ey, wie kann man nur so verbohrt sein? Der ist so anstrengend manchmal. I'm eagerly looking forward to Master Patrick's play. Regrettably, no one from the High Arms family will be able to attend. Das ist so traurig. Kein Wunder, dass er so ist, wie er ist. No matter, I have every intention of watching it in their stead. Ja, aber dass du auf ihn setzt, das weiß er ja, dass er sich auf dich verlassen kann. Aber es wäre für ihn, glaube ich, auch wichtig gewesen, wenn die Familie sich hier blicken lassen würde. Schwarzer, it's come to my attention that a number of Class 7's relatives are in attendance. Does that mean? Allow me to rescind that last line of questioning. Instead, take the time to brace yourself, because our operator will move you in ways you've never imagined. Ja, Schwarzer, it's come to mind, does that mean? Der wollte wahrscheinlich auf Elises Anwesenheit anspielen, ne? Der hat ja so ein klitzekleines Auge auf sie geworfen, so ein ganz kleines bisschen. Deswegen hat er auch mit der Fragerei abgebrochen, weil ihm das unangenehm ist. I didn't even notice yesterday, but there are even food stalls up on the rooftop. And the pies, oh Idios, the pies, you'd think you died and went to pie heaven. If I had to describe what I've eaten here in 2 words, the business. Ich finde irgendwie, entweder bin ich heute irgendwie leicht leseverkrüppelt oder hier sind heute sehr komische Sätze dabei. Die hat jetzt das Business gegessen oder was. I didn't even notice yesterday, but there are. Und hier war auch noch so ein Think you'd died and went to pie heaven. Ja, okay. Alles klar. Ich habe 80% verstanden. Muss reichen. Hello, Reen. Long time no see. I'm glad to see you made it. Wer bist du? Ach, Otto. Ach, der aus Keldig. Lang ist's her. How could I not, after all you did for us? Besides, I'm looking forward to that concert of yours. It's been a spell since my last conversation with Van Dyke, too. It would be nice to remedy that. His office is just on the right as you enter the building. Our concert isn't until this afternoon, so the two of you should have plenty of time to chat. Also doch, Afternoon. Hat ja gepasst vorhin meine Einordnung. Well, there are my plans sorted. Das ist gut. Right, let's go pay Van Dyke a visit. Between that and your concert, it's going to be one heck of a day. Ja, frag uns mal. Also langweilig wird uns hier vermutlich allen, nicht? Hallo Linde, na? Welcome to Class 4's Eastern Tea House. This outfit is so embarrassing. Warum? Ist doch voll okay. Ich finde nur, dass sie ihr Outfit, also nicht nur mit der Schürze, ich finde, die hätten sich schon was komplett anderes anziehen können. So, wisst ihr, was ich meine? Das sieht so ein bisschen lieblos aus, die Schürze einfach nur über die Dingsuniform hier drüber gestülpt. Let's see, we returned the lost child and the lost property respectively and sorted out the food stall issues. Even though things are as hectic as ever, I'm really glad we were able to put this on. Na dann, let's see, we returned lost child. Okay, Dachchen. Yep, we eventually managed to sort that out. We've also received complaints that the crowd in front of the auditorium is too big to get past or through. It would help if we let everyone in early. In fact, I'll go and see if I can make that happen. Alle schwer beschäftigt. Aber das war auch zu erwarten. Sagst du noch was anderes, meine Kleine? Irene, I just finished guiding the directors over to the main building. How about you go and meet them? Great minds think alike. I was just about to head over their way. Also, have you heard anything from Angelica by any chance? Well,
She hasn't gotten in touch, so I don't know if she'll make it. I see. Sorry, that's not the kind of thing I should be talking about when you've got a concert to focus on. Your sister's coming along to see it too, right? All the more reason to put on a great show. You're right, this needs to be spectacular. Yeah. Oh yeah, George said that he was going to check out that big old machine you found. Crow ended up tagging along too, I think. If you're looking for them, they're probably in the old schoolhouse. Das weiß ich. Wir haben auch noch die Aufgabe, einen kleinen Snack für George zu organisieren. Das habe ich auch nicht vergessen. Obwohl heute eine neue Aufnahmesession anbricht. Ja, das war nur so nebenbei. Now that we've checked up on the first years, let's try out every single food stand. For our first course, we've got Ultra Teco pancakes. Oh wow, these are pretty good. Ja, da ist jemand glücklich. Friedel, you're the only person I know who combines stuff from different stands into a culinary monstrosity like this. You're just messing with me now, right? Ich glaube, das meint sie voll ernst und will damit keinen ärgern. How does she even eat that stuff? I'm sure family would be horrified if they could see her right now. Ich finde, das macht sie gerade sehr sympathisch. Meine liebe Friedel, hast jetzt, wenn wir Sims spielen, würdest du jetzt ein +1 über deinem Kopf haben. It's so good though. Here, have some. Ich glaube, er sagt dankend nein. No way in hell am I putting that in my mouth. It's so good. Okay, jetzt wiederholt sie sich, glaube ich. Ja, schade, dass wir nicht näher im Detail erfahren, was genau sie da gerade zusammengemanscht hat, aber es scheint nicht allzu appetitlich anzumuten. So, was können wir denn bei dir kaufen? Ich bin hier an den Ständen, bin ich aber schon mal gewesen, oder? Oder ist heute das Sortiment ein anderes? Warte mal, beim letzten Mal waren Becky und Hugo hier. Sind sie immer noch? Okay, alles klar. So, warte, ich habe mit dir nicht getalkt, mein Guter. Thirsty? Well, you've come to the right place. Our juice is delicious. Hugo and Becky both made money hand over fist yesterday. We've gotta get a piece of that action. Time to get selling. Wanna get quenched? Our freshly squeezed juice should do just the trick. Seriously, today's the last day. Do us a favor and buy some. Oh, nee. Aber wenn man mich schon anbettelt, was zu kaufen, dann sowieso nicht. Vielleicht hätte ich was genommen, aber nicht so. Hallo, Bilse. Why, hello there. My name is Bilse. I am Hugo's personal secretary and, as of today, assisting him with his stall. Please, take my business card. Bilse, that sounds more like an introduction and less like a sale. I'm terribly sorry. Please buy one of our crabs. Crabs. Yeah, crabs. As far as I can tell, Hugo seems to have made up with his young lady rival. Because of this, I am able to assist him with his stall today. How nice to see his mood improve so rapidly. Kannst du mal sehen. Alles für den Contest hier. Becky and my competition yesterday ended in a draw. I went all out too. I'm impressed that she managed to keep up. I kept going on and on about the inefficiency of her approach, but it turns out it's a legitimate selling method. Kannst du mal sehen. We're going to keep this friendly competition going until the end of the festival, thanks to that draw. Although I have the strange feeling that we might just end up drawing again, it appears that the two of us are equally skilled in the end. Und genau deswegen wünsche ich mir, dass es hier einen erneuten Unentschieden geben wird zwischen den beiden. Weil man ja von Anfang an eigentlich schon sagen konnte, dass die einfach unterschiedliche Herangehensweisen haben und die eine nicht besser ist als die andere. Das ist so, beides funktioniert, auch wenn es unterschiedlich ist. Und wenn der Outcome das hier noch so bestätigt, umso besser. We're handing out balloons over here. This is the last day of the festival, so you better go have fun. Weiß ich nicht, ob so ein Ballon jetzt meinen Fun-Grad in irgendeiner Form erhöht. Komme ich ja eigentlich raus? There's still some time until Elise gets here. Might as well bring George something to eat while he's in the old schoolhouse. Ah, das wird ihm hier sogar nochmal gesagt. Sehr schön. Diesmal habe ich mich dran erinnert, ne? Aber finde ich prinzipiell immer gut, wenn solche Hinweise eingebaut werden. We all came along to see Becky's food stall. She's doing brilliant too. I want to munch too. Ja, kommst schon noch auf deine Kosten. Guck mal, ihr seid doch die Familie von Becky, ne? Jenna? It's nice to see that Becky's doing well. We were starting to worry about her when she didn't come back home for the summer.
The thought probably never even crossed her mind either. It's nice to see that Becky's doing well. Ich meine, sie hätte sich ja wenigstens kurz melden können, ne? Oder sind wir hier noch nicht so fortschrittlich, um mal eine Mail zu schreiben oder so? Ich meine, wir haben ja alle unseren Akkus, ne? Wir haben leicht reden, aber ich weiß nicht, wie die restlichen Leute hier miteinander kommunizieren können, auch über weite Strecken. Oh wow, I heard all about you lot. You're all having a square go where a performance against the nobles, aren't you? Yes, that's what I want to see for the class that sorted out the incident at the Grand Market. Bold as brass. I think you might be giving us a bit too much credit there. But that said, I'd be happy to see you in the audience if you can make it. Ah, no bother. I'll be cheering us all on. So you ended up drawing with him then. You're pretty good to have fought Hugo off. Oh, no danger. You cannot underestimate a genius like me. You'll even get to see me raking in the duff today. Yes, that sounds brilliant. Right, I'll get you we then and get some customers in. Ey, es ist so traurig, ne? Ich krieg das echt nicht gebacken mit diesem Dialekt hier. I'll give you a wee hand with then... Ne, der ist mir zu kompliziert. You cannot hold back at a festival like this. Ja, das stimmt wohl. Nein, ich wollte eigentlich mit Becky jetzt sprechen, aber danke, dass du immer so redselig bist zu uns, mit uns. That was the first time Hugo ever set up a food stall, apparently. I cannot believe he managed to rake in the same amount of duff as me, the stall master. I guess his economic theory sounds pretty solid too. I get that much now, at least. Spricht auch voll, finde ich, für beide, dass die jeweils dem anderen auch zugestehen, dass deren Ansätze gut sind und nicht versuchen, Ausreden zu finden, warum hier und heute das eigene Geschäft vielleicht nicht so floriert wie sonst immer oder so, ne? Wäre ja auch eine Herangehensweise. There's no point in stopping now after a draw. We're competing again today. The rules this time, though, is that we're allowed help for others and we need to be supportive of each other. We'll probably draw again, to be honest, but who cares? We're both having a good time. Und darum sollte es auch gehen. Die sind schon so ein bisschen füreinander bestimmt, ne? Nicht nur im geschäftlichen Sinne. Ich glaube, das sagt auch viel darüber aus, wie die so im restlichen Leben, sage ich mal, mit Dingen auch umgehen. Ich weiß nicht, ich will das eigentlich nicht kaufen. Aber vielleicht brauche ich mein Geld auch nicht mehr für irgendwas anderes. Keine Ahnung. Warte mal. Ich brauche doch noch irgendwas für George. Aber George würde ja... Sollte ich dem nicht ein Pie bringen? Kann ich hier Pies kaufen? Hier gibt es Gelatos. Class 1 is doing an operetta this year, correct? How admirable of them to keep practicing until the day before their performance. My apologies to Class 7, but my support is going to them this year. Alles okay. Doris has an impressive batch of first years this year, yourselves included. Both performances should be quite entertaining. Davon gehe ich aus. Endlich mal jemand, der imstande ist zu sagen, dass beides irgendwie gut werden kann. Und nicht so ein Entweder-oder-Ding. Und wenn das eine gut ist, muss das andere automatisch schlecht sein. So wie Patrick das halt gerne hätte, ne? So, warte mal, mit den Leuten, die hier rumlaufen, bin ich durch, ne? Mit dir hatten wir noch nicht. On your left, you see the auditorium. Both performances this afternoon will be held right here. You can bet they're gonna be great. On your left. Ja, ich kenne mich hier inzwischen ganz gut aus, weißt du. Wir sind hier schon länger als 1-2 Tage zugange. So. Ich glaube, hier habe ich damals meinen Rundgang gestartet. Kann das sein? Perhaps we arrived too early. They aren't even letting people in yet. Das ist doch der Laura, der radikale Ultra-Laura-Fanclub, ne? Too early to... Don't be ridiculous, we're going to be... Ja, doch. Da geht es jetzt darum, dass ja keiner irgendwie unter den Rock guckt und die unbedingt die erste Reihe okkupieren müssen, um sexuelle Belästigung zu verhindern, wenn sie denn auftritt und solche Geschichten. Also völlig paranoid, die Mädels hier. Okay, ja, ich würde sagen, da sind wir erstmal durch. Ich habe jetzt nämlich nicht mehr in die letzte Folge mit reingeguckt. Ich habe beim letzten Mal so aufgehört, dass ich davon ausgehen konnte, wollte,
dass alles andere hier schon erledigt war. So, bist du Lotte? Ja, du bist Lotte, direkt erkannt. The auditorium will host both an operetta and a concert today. Try to catch them both. Oh, wenn du wüsstest. Today's crowds seem even bigger than yesterday's. I can only assume they're here to see the events at the auditorium. I'm sure that both of them will be big hits. Davon gehe ich aus. Scheinbar weiß sie gar nicht, dass wir da heute mit auf der Bühne sind, ne? Wenn sie uns erklärt, dass hier heute 2 Auftritte stattfinden. All members of the board are here at the moment. They seem to be engaged in discussion just outside of the faculty lounge. Why don't you go over and greet them? Ja, machen wir. All members of the board here at the moment. Ja, okay. Entschuldigung. So. Dann lassen wir uns mal gucken. Oh, hier ist auf jeden Fall gut besucht. Was sind denn das hier immer für Vierergrüppchen? Ah, guck mal. Oh, da sind die ganzen Familien alle beisammen. Hier in der Vierergruppe bestimmt auch. Aber wir fangen jetzt mal auf der linken Seite an. Ganz klassisch für diesen Kanal. Things look pretty lively today. So you wanna go anywhere in particular? Also ich kann euch das Teehaus empfehlen. Und wenn ihr ein Paar seid, vielleicht auch diesen Sternenhimmelraum da. Stella Garten. Da hinten steht's ja. There's so many options that I simply don't know where to start. Perhaps I should ask you the same question. Is there anywhere that you would like to go first? Am Ende werft ihr eine Münze, wenn ihr euch nicht einig seid. Oder jeder schreibt seine Top 3 Optionen auf und ihr guckt, wo ihr am ehesten eine Überschneidung seht. So könnte man es auch machen. I'm stuck here on duty today. Oh, cruel fate, why must you draw me away from husband hunting? Although this might be the ideal opportunity to capture any darlings who come through here. Yeah, oh my, even while I work I can't continue the hunt. The wait for handsome passers-by begins. Boah, ich weiß nicht, was mit dem Husten jetzt wieder ist. Gegebenenfalls mache ich gleich einen kleinen Break, aber mal gucken, wie gut das jetzt hier noch geht. Hey, Gordon! Das ist doch der immer arbeitet, ne? I managed to get a little bit of time off work, so I wanted to take my wife to the festival. Sehr schön. Däumchen hoch dafür. Was the festival really this busy last time we visited? Wann wart ihr denn das letzte Mal hier? Haben sie uns vielleicht gesagt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, ist doch gut, wenn hier viel los ist. My husband was able to wriggle out of work, so we came here to have some fun. Funnily enough, we did the same thing just after we got married, but the memory had completely slipped my mind until today. Sehr schön. Emir seems to be having a good time too. It's been some time since I've seen him playing with his friends like this. It's like he's comfortable in his own skin again. Aha, siehst du mal. Am Ende gibt es doch noch ein kleines Happy End für die Familie. Vor allen Dingen, wenn der Vater dann irgendwann auch mal registriert, dass es auch noch was anderes gibt als Arbeiten und so. Kann ja nur bergaufwärts gehen. I had a ton of fun yesterday, so I'm gonna work extra hard today. Welcome, welcome, welcome to the Eastern Tea House Miyabi. Ja, danke schön. Danke für die freundliche Begrüßung. Komme ich da theoretisch auch noch mal rein? Nö. Ich habe aber auch keine Tickets mehr, ne? Also, ich wäre voll illegal drin, so ohne mich ausweisen zu können, ohne Befugnis. The principal told me all about what you were up against last night. You kids sure don't have it easy. I assure you're all healthy enough for your concert today. I might be saying this a little late, but try not to go overboard, you hear? Yeah, I'm sure some little problems will pop up here and there, but good old Towa will be there to take care of them. She and I could be able to handle everything today. We want you to be rested up for the concert. Hat sich aber schnell rumgesprochen hier und er scheint auch relativ verbandelt mit Towa zu sein. Aber wenig überraschend, ne? Also die wird hier wahrscheinlich mit jedem, der irgendwie was zu sagen hat, hier auch vertraut und engmaschig zusammenarbeiten, schätze ich mal. So, hier wird's jetzt interessant. Gucke mal, wer hier beisammen steht, ne? Unsere beiden Meistersänger vom Dienst, die eigentlichen Streithähne. Ich weiß gar nicht, ob Rufus und Ragnitz, also der Governor, ob die das überhaupt so mitbekommen, wie sehr sich die beiden haten. Still, I hear young Marcus grades place him comfortably at the top of his class. You must be incredibly proud. I'm certainly pleased from an academic perspective, but I'm amazed by Yu's balance of academics and athleticism.
And despite his many achievements, he always looks so calm and composed. He clearly took after you in that regard. Die Jungs schweigen nur. Well, I can't say I saw this coming. I've heard that the two of them will be singing together during Class 7's concert. What would you say to sitting together during the performance? It only seems fitting after all. You can't be serious. What a marvelous idea. I would be happy too. So rum ist ja kein zweites U. I can only hope that my son doesn't bring your brother any embarrassment on the stage. Dad? They're from opposing factions, but the duties here would have them interacting quite a bit. It actually seems like they're pretty good friends. Ich finde, zwischen Rufus und Ragnitz hatte ich nie den Eindruck, dass sie sich irgendwie haten oder keinen Respekt entgegenbringen oder so. Die haben das immer sehr vorbildlich gemacht. It's been, a month since we last met? I hear that things took a turn for the unpleasant after my departure from Ruhr, however. Well, oh, come now, you don't need to hold back around me. In this place, I'm not but an academy director, and by extension, one of the many people praying for this festival's success. That much I can guarantee you. I never had a shred of doubt about that. I hope you'll enjoy our performance. Every last one of us is working hard to make it something special, even uses, though he might tell you otherwise. I expected as much. Seeing my little brother up on stage should be a rare delight. I doubt I will be able to tear my eyes away. Das muss dem voll unangenehm sein. So wie ich Jussis einschätze, ist ihm dieses Gespräch richtig unangenehm. I can hardly wait for your class performance, Rain. I'm still a little dumbstruck that Marcus of all people took on a singing role. Now there's something I wish I could have shown my niece. Sir, Marcus, myself, and the entirety of Class 7 are doing everything we can to make this a concert to remember. We hope that you'll enjoy it. That's good to hear, and I'm sure I will. Good luck up there. Wie förmlich Reen gerade reagiert hat, obwohl der Governor eigentlich voll entspannt ist. This should be a fun performance. I'm eager to say what my son can do alongside the rest of his class. Okay, also eure Erwartungshaltung kennen wir. Wie geht's euch so? What a headache. I wouldn't have imagined those two got along so well. Are they seriously planning on going around the festival together? Come on, I don't think that's so bad. It's nice to see two important figures from opposing factions getting along. You two should try it sometime. Absolutely not. Haben die das ja eigentlich mitbekommen? Habt ihr gesehen, wie verkracht die zwei hier eigentlich sind? Oh well, I suppose I should be glad he was able to make it at all, considering the current state of affairs. But we'll need to make sure we ace our live performance. Affairs live performance, okay. Stopping my brother once he's taken an interest in something is nigh impossible. Oh well, at the very least, he's not the type to bring shame upon himself through his actions. Ja, das ist wohl so. Aber ich wusste gar nicht, dass der Rufus da auch so ein energischer, begeisterungsfähiger Typ ist. Feier ich, finde ich gut. So. Oh, wem geht's denn hier nicht so gut? Anton! Was ist denn los? Don't talk to me. Was denn? Was? Okay, kannst du mir was über Antons Zustand sagen? Anton und Ricky, die haben wir auch schon eine Weile nicht mehr getroffen. Anton was so excited to eat a pretty maid's cooking that he gorged himself until he was sick. He's lying down now. I hate to say I told him so, but... Es war, wie es war. If he exhibited just a little bit of self-control, I'm sure he would have been able to ask her out too. Sabotaging his chances with a girl while trying to impress her is very Anton. Und immer geht es um die Frauen und um die Liebe, wenn da mal nicht wieder ein neuer Song draus erwächst. Hey Mary. Today's finally Class 7's time to shine, isn't it? How exciting it will be to see you all perform. Break a leg. Break a leg, das klingt so brutal, wenn man es wortwörtlich übersetzt, aber sie meint es ja nur gut. Es ist doch eigentlich im Grunde genommen Hals- und Beinbruch, oder? Nichts weiter. Ho, it sounds like you had quite a time yesterday.
Indeed, Instructor Makarov and I got rather carried away discussing our families and their quirks, although I was taken aback when, part-way through said discussion, a mysterious lady butted her way in, nicht buttered. It turned out that she was only his sister, not to imply that I was relieved to hear that. Was? Mary steht auf Makarov? Das hatte ich ja gar nicht mehr auf der Agenda. Na, hier tun sich ja gerade Abgründe auf. Hätte ich nie mit gerechnet. Never even crossed my mind. Nein. While the world may be tearing itself apart, that's not something for you students to worry about right now. All you should be thinking about is the festival today. Today's a day for making happy memories. Make the most of it. Das ist der Plan. Aber ich finde es voll schön, dass die uns alle den Rücken so frei halten wollen von den ganzen politischen Umwälzungen, die gerade stattfinden. Und finde ich gut, dass die Instructor da alle so bemüht sind, uns einen schönen Tag zu machen und den Fokus entsprechend auf das jetzt zu konzentrieren. Okay, da ist die ganze Alisa-Bande, die ganzen Rainfords. Na, Makarov, du alter Frauenherzeneroberer. Weißt du, wie Mary eventuell über dich denkt? Don't you try and stop me, Makarov. I'm going to see Min's class no matter what. Also das ist jetzt die Schwester dann, oder was? Hold up, I told you I'd take you. Don't just wander off on your own. Please, you'd get lost on a one-way street. We'd get lost whenever the two of us went anywhere together. And whose fault was that? Just don't wander off on your own or something, alright? I'll be done in like half an hour, so just don't cause any trouble until then, deal? Just don't wander off. Ja, die können sich doch irgendwie einen Treffpunkt ausmachen und sich dann da zusammenfinden. Warum so kompliziert? You think you can butt into everyone's business, but you're too clumsy to get actually help them. I'd just like for you to exert the slightest bit of self-awareness. Boah, ganz schön harte Vorwürfe. Right back at you. You think you can butt into everyone's... Ich meine, man kennt ja die ganze Vorgeschichte nicht, ne? Vielleicht hat das einen Grund, dass sie so aggro ist, aber so als Außenstehender, die das hier beobachten, ist es schon leicht unangenehm, wie sie ihnen die Mangel nimmt. Good day. Allow me to humbly welcome you to you're not from the board of directors at all. What's a class 7 student like you doing here? Like you. Bei dem hat man immer das Gefühl, dass er uns am liebsten anspucken würde, weil er so krass auf uns herabblickt. Don't you have a concert to perform? You should be focusing on that rather than gallivanting around campus. You better not expect a sympathetic ear from me once all of your slacking causes class 1 to completely obliterate you. Ich muss mal kurz Pause machen. So, mal gucken, ob es was gebracht hat. And I'm not saying that just because I happen to be class 1's homeroom teacher either. It's plain to see that the opera is nigh perfect. Your class won't stand a chance unless you're all in perfect form. Der ist voll parteiisch. Ey, der ist einfach so deplatziert in seiner Funktion. Ich weiß ja nicht, was der so für Kompetenzen sonst so mitbringt. Die helfen hier der ganzen Akademie sicherlich auch irgendwie weiter. Aber so ein bisschen Soft-Skill im Umgang mit Menschen würde ihm echt nicht schaden, dass das so keiner sieht, ne? Wahrscheinlich kriegst du den nicht so leicht nachbesetzt. So everything's okay back at the company then. I'm surprised you managed to find the time to make over at HIER, especially with everything that's happening in Crossbell. As I've told you before, time is something you make, not something you find. So rum. And as a member of the board of directors, the Academy Festival is exactly what I needed to make time for. How else would I be able to see how the Academy is being run? My, what impressive time management. I can only hope your logistical wizardry helps you put the pieces of my company back together. Was that supposed to be a jab at my new self-supporting accounting system? You may not have noticed, but times have changed. Increasing efficiency is the only way a corporation can remain successful. Your policies might have worked when you were chairman, but they do nothing but hurt the company if enacted today. Funny how all that efficiency makes communication and cooperation between divisions so much harder.
That's just what happens when a corporation develops and grows. A problem, perhaps, but a necessary one. Bah. Well, you two just drop it. You haven't seen each other in 5 years, and the first thing you do is start arguing. I, for one, am overjoyed to see how well these two still get along. Well? What do you mean, well? Are we talking about the same people? I think this might actually be how they get along. Aber ich meine, er ist ja jetzt raus. Ich finde, auch wenn ich total pro ihm bin, nicht falsch verstehen, aber ihr das jetzt immer noch nachtragen zu wollen, also es ist ja auch nicht mehr sein Business jetzt, ne? Auch wenn ein Teil seines Herzens da wahrscheinlich noch dranhängt, aber trotzdem. I'd hope they were going to behave since they hadn't seen each other in so long, but how wrong I was. They look like they're getting along pretty well to me though. Being able to argue like that is part of being a family, I think. Really? Well, I suppose it's better to argue than not talk to each other at all. Das stimmt wohl, hatte Sharon auch irgendwie in gewisser Weise recht. I'm amazed that they manage to argue like this every single time, but I suppose it's better than refusing to talk to one another. Ja, ich glaube, darauf sollten wir uns einigen, um uns hier nicht gegenseitig runterzuziehen. I plan on guiding the chairman and Master Gwyn around the festival after this. Quite some time has passed since they last saw one another. As such, I believe that it is only appropriate to allow them to enjoy themselves here. I plan on guiding chairman one another here. Okay, alles erfasst. I'm pretty excited about this performance of yours, especially after that kid with the bandana over there told me about the sexy outfits the girls will be wearing. Should be a good chance to see how my little granddaughter's been filling out. Oh nee, ey. Das ist so unangenehm, ich will sowas gar nicht hören, ey. So Rin, who's the girl to keep my eye on? My gut saying it's Emma. Ja, der böse Blick ist sowas von gerechtfertigt. Ich würde wahrscheinlich eher angewidert als sauer gucken, aber was willst du machen? Perhaps this isn't the best time to be having this conversation. Shame. Luckily, I've never been opposed to a bit of eyes-on research, especially when the topic at hand is so important. Hey, don't give me that look. I'm not doing this for my own satisfaction. I'm fulfilling my sacred duty as a man. Ach so heißt das heutzutage, okay. Ehrlich, ich glaube, Voice Acting ist heute echt nicht so gut für die Stimme. Mal gucken, ich wollte danach eigentlich noch einen Part aufnehmen. Normal reden geht, aber sobald Höhen und Tiefen ins Spiel kommen, ist es ein bisschen schwierig. Oh yes, your class is planning on some sort of performance, correct? It will play into our discussions as to how to deal with Class 7 next year. Stay focused on that, not on global events you have no influence over. Yes, ma'am, we'll do what we can to exceed your expectations. It seems like even she's concerned about what's going on in Crossbell. Warum sollte sie auch nicht? Betrifft sie ja genauso wie alle anderen auch, ne? Class 7 is planning on doing some sort of performance. Ich dachte, sie ist primär wegen dem Konzert eigentlich hier. Und jetzt wird das hier so ganz beiläufig erwähnt. Aber ich lasse die mal. Kannst du dir nur die Finger verbrennen hier im Gespräch mit der Mutter. Deswegen, ja, Respekt an Alisa, dass sie das so macht, wie sie es macht. Excellent work last night, Schwarzer. Class 7 accomplished something that few others could. I've sent young George and instructed Thomas to investigate the old schoolhouse now that things have settled down. I expect that they will report their findings soon enough. Meanwhile, you should all take the time to enjoy yourselves today. After all, it was you yourselves who carved the path towards today. Das stimmt. Your concert takes place this afternoon, doesn't it? There's still a fair amount of time left until then, so why don't you have a look around and relax until then? Da sind wir gerade voll dabei. Das Gespräch mit dir ist quasi Teil unseres Relaxing-Programms. Toll, oder? So, hier ist wahrscheinlich wieder abgeschlossen, wie man es kennt, jawohl. Aber oben werden jetzt vermutlich noch einige Familien zusammenstehen und miteinander sprechen. Gaius wollte ja auch Besuch bekommen, den haben wir auch gesehen. Ja, man sieht es immer anhand der Menschentrauben, ne? Wo dann wieder Leute zusammenstehen. Dann lass uns das mal auschecken. Aber erstmal spreche ich mit dir, Old Woman. What an astounding art show! I hope all of the young artists involved continue to develop their artistic sensibilities.
Ja, das war so mitunter das Ziel. What an astounding sensibilities. Okay, sie scheint auf jeden Fall zufrieden zu sein. Das ist schön. Ist das Öhmchen zufrieden, ist die halbe Miete schon gezahlt. Genau hier habe ich die erwartet. Aber nicht, dass sie ihr wieder beim Arbeiten zugucken. Hallo Clara. Look all you want. Ja, sind wir dabei. I respect those who understand art. That's all there is to it. Ja, hast ja recht. Manchmal wünsche ich mir trotzdem, sie wäre ein bisschen freundlicher und zugehender auf ihre Mitmenschen. Na, see. Sounds good to me. Ja. Ich dachte, du gibst uns jetzt eine Interpretation dieses Bildes oder einen Einblick in deine Gedanken, aber das macht er lieber mit sich aus. Look at them both, taking it all in. Especially Toma. This is the first time he set foot outside of the Highlands after all. You can almost see his eyes sparkling. I'm glad he's having a great time. Same here. My decision to come to Thor's means that now Toma's been able to see another part of the world for himself. Who knows, perhaps this is the way the winds and the goddess wanted it to be. Ich glaube, ich werde für die restliche Folge mal Voice Acting weglassen, wenn es okay ist. Weil das wäre jetzt blöd, deswegen den Part irgendwie abzukürzen. Ich hoffe, das ist okay. Ihr könnt mir ja für zukünftige Cold Steel Let's Plays oder generell Trades Let's Plays sagen, wie ich mit solchen Fällen verfahren soll, weil für mich wäre beides okay, aber ich glaube, das ist irgendwie verschmerzbar. I'm planning on showing them around the academy for now. I'm sure it was the guidance of the winds and the goddess that made this all possible. They have my thanks. So wie immer. Die haben immer deine Thanks, egal was passiert. Das macht dein Glauben halt aus, ne? So. Rain, it's good to see you again. Sorry to bother you out of the blue. Glad to see you two could make it all the way out here. But I heard you two ran into trouble on the way here. What happened? Well, we stayed the night at my house in Heimdall yesterday, you see. Then Toa here thought it would be a great idea to get lost while exploring the city. Toma. Ich habe Toa gerade gesagt, kann es sein? It wasn't my fault. How was I supposed to know it would be so big or be so full of people? Don't worry, I had just the same reaction when I first visited. At least they found you safe and sound. Now, how are things back in North? Over here, it's hard not to feel the tension at the Crossbear border, but I'm curious if it's the same there. To be honest, it hasn't really had any effect on Nord. Should things take a turn for the worse, Zendergate is ready to act. Lieutenant General Zex seems to have a handle on the situation though. He also got us permission to go through really quickly. Sounds like we have a lot to thank him for. Indeed, I hope I have the chance to do so personally at some point. But that's enough of this serious talk. Have a good time today, both of you. Will do, yeah. Sehr gut, der Deal steht. She's very skillful. Hey, Charles, is carving these statues some sort of custom for girls of the Empire? I'm going to say no. This is what they call an art club. It's a place where people with a passion for the arts gather and improve their skills. So that explains why she's so good. He's so excited you could mistake him for a little child. Not that I'm any more composed. It's my first time at an Academy Festival too. Und deswegen sollt ihr es auch enjoyen. Und ungeachtet eures Alters euch an Dingen erfreuen. Auch später noch, auch in 20 Jahren noch. There's so much to see in the Empire. I'll have to be sure to thank Gaius for inviting me. Er steht direkt hinter dir, kannst du direkt machen. Freut er sich bestimmt. Aber der hebt sich das vermutlich fürs Ende auch. Macht ja auch Sinn. So. Wenn sie dann nämlich später alle nochmal zusammensitzen und das Ganze recappen, was hier war. Und alles und überhaupt so. Hier hätte ich jetzt fast vermutet, dass wir wieder eine Family zusammen finden. Aber die sind alle einzeln unterwegs, oder? Things are the opposite of good in Crossbear right now. Neat. On top of that, rumor has it they're freezing Erebonian assets. Yeah, my wife told me I had to come here and learn how to cook, but it's kinda hard to focus right now. Das, glaube ich. Muss Mittel und Wege finden, das irgendwie zu managen. Aber deine Frau wird dir wahrscheinlich auch nicht den Hals umdrehen, wenn es dir nicht gelingt, wie du es dir vorstellst.
Hey, my sister decided out of the blue that she wanted to make some sweets today. That's great, I said. Have fun, I said. But she just had to drag me along with her. Once she gets an idea into her head, she doesn't hear a word I say. Das ist manchmal so. My sister decided out of the blue along with her. Okay, und du bist dann wohl die kleine Sister, nicht wahr? Okay, time to put some toppings on. Aha. Und du bist jetzt... Ach, das ist Nikolas, den habe ich gerade gar nicht erkannt. Ich wollte gerade sagen, wer bringt dir das denn bei? Aber da steht er ja, wie er leibt und lebt. Feel free to top it with whatever fruit you'd like. Well, as long as it's not pineapple. Pineapple prevents the batter from hardening up properly. Aha, feel free to top it with whatever fruit you'd like. Ja, lernst du noch was fürs Leben. Ich wirst du deiner kleinen Schwester irgendwann mal dankbar sein, dass sie dich hier hingezwungen hat quasi. Weil du ja auch Impressionen mitnimmst, ne? Und vielleicht neue Rezepte und so. Guck mal, da wird aber jemand bespielt. They've grown closer as friends. So much that they're even spending the festival together. Wer sind denn die beiden? Kennen wir deren Background? Warte, habt ihr einen Namen? Nee. Boy and Girl. Hallo, Woman. The head of the club agreed to arrange an impromptu chorus. Look at how happy the kids are. Ja, cool. Es scheint auf jeden Fall genau deren Nerv zu treffen. Oder das sind generell musisch begabte Kinder. Aber ich tippe einfach nur, dass die Laute und die Klangfarben genau das abbilden, was die beiden zwei hier gerne haben. So, Bell. Choirs really are the best for kids. This isn't really what this class is about, but as long as they're having fun, it's fine by me. Na dann. Dann hast du wohl alles richtig gemacht, denn den Zweien geht es sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Hallo, Ühmchen. Na, ich wollte gerade sagen, wo ist denn eigentlich Elliot abgeblieben? Den hätte ich nämlich in dem Raum vermutet, aber er steht davor. Lass uns mal hier starten, wie sie alle voll brav in Reihe und Glied sitzen. Wer hat euch denn hier festgenagelt? Oh, Klein's Brother. Ah, das ist die Kleinfamilie. Big Bro School is so fun. I wanna go here when I grow up. Ja, weiß ja nicht, ob das so einfach wird. Werd du erstmal ein bisschen älter, dann sprecht ihr da sicher nochmal drüber. Guys got a bunch of friends. I hope I'm that popular when I get older. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich, als ich klein war, so unbedingt in die Schule wollte. Kriege ich nicht mehr zusammen. Ich hatte aber auch nie ein größeres oder älteres Geschwisterteil, deswegen kann ich das vermutlich auch nicht so genau sagen. I told Klein to go spend some time with his friends. This will be his last chance to enjoy the festival like this. I want him to get everything he can out of it. Ja, das macht er sicherlich. Ich weiß gar nicht, wer seine engsten Freunde hier sind, ehrlich gesagt. Immer als er emotional wurde, ging es um seine Familie. Ich glaube eher weniger um seine Freunde. Elliot, my sweet boy, why do you shrink from your father's loving embrace? Ich feiere das immer noch so, wie der drauf ist. But because it's embarrassing. Fiona, a little help, please. This is the first time we've been together in so long. It wouldn't be right for me to intrude on your bonding time. Unless, however, Father gets too carried away, in which case he should expect a severe scolding later. You resemble your mother more with each passing day, Fiona. Looks like Fiona rules the roost here. Rules the roost here. Oh, Reen. How nice to see you, Reen. It's been too long. Agreed. Thank you for coming, Lieutenant General. I know you're incredibly busy. Think nothing of it. Nothing in the world could keep me from seeing my beloved son take the stage by storm. Admittedly, this does make things more difficult for Neidhart. He's at Guerrilla Fortress right now, right? That he is. I've left him in charge of maintaining contact with the other armored divisions. If our circumstances weren't quite so precarious, I would have allowed him to remain here to attend the festival. But I bet everything he'll be a commander someday, so I figure he might as well get some good experience in. I suppose so. Things must be really tense over at Crossbell. Still no sympathy for your subordinates, I see. Father's mercilessness aside, best of luck on your performance, Elliot. Try to put on a show that will leave even the stubborn old man flabbergasted. Old man?
I definitely try. Besides, I've got to prove that I've come a long way since I first entered the academy. And the rest of us will be there to help you do so. Sorry, Reen, my dad's being his usual over-affectionate self, but with both him and my sister here, I'm feeling even more pumped about our concert. Let's give him a real surprise by making it the greatest show they've ever seen. Sounds like a plan to me. Yay! They're both really looking forward to our concert. My friends from the Music Academy said they'd be coming too, so I really want to blow their socks off. Ich weiß nicht, ob die Socken anhatten, aber wir haben die auf jeden Fall schon mal getroffen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau. Ich finde das auch krass, dass sein Vater da ist. Auch vor dem Hintergrund, dass der sich ja für Musik mal so herzlich gar nicht interessiert, ne? Wie wir früher im Spiel schon mal festgestellt haben. Also, ja, deswegen sehe ich das auch nicht als Overacting an oder Over-Affectionate oder wie auch immer der das gerade bezeichnet hat, weil er hat sich ja wirklich die Zeit genommen von dem, was eigentlich sein Lebenszentrum darstellt. So nämlich seine Arbeit. Das finde ich schon cool. Hey, I can only imagine that practice must have been rather demanding with Elliot involved. Music is the sole area in which he demands nothing less than perfection. That's certainly been our experience, but without him, things never would have shaped up as well as they did. Though I'm not sure our performance is up to the standards of a trained pianist. Not to worry, a musical performance is less about the skill of the performers than the feelings they put into it. I am certain your performance will be breathtaking if all of your thoughts are as one on the stage. This is what I hope to hear. That is what I hope to hear. We'll try not to let you down. Ja. I've heard that you will be performing a new kind of music using orbally powered instruments. Das ist aber eine Info, die ist neu, oder? Mit den Instrumenten? Also vielleicht hat man es vorher schon gesehen, aber als wir da geprobt haben, wusste ich jetzt nicht, dass das darauf zurückzuführen ist. Hey, this performance should be rather interesting. Ja, gut zu wissen. Ja, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend, ne? Oh, Idios, I know I don't deserve to see Alex' performance today. It was I who denied him his chance to pursue his dream. Ach, guck mal, hier greift er das sogar nochmal auf. But what sort of father would I be if I wasn't here to celebrate my dear son's moment in the spotlight? Goddess, I entreat you, please proffer your guidance upon this lost lamb. So lost ist er eigentlich gar nicht. He seems genuinely concerned about what we do. Ja. Don't deserve spotlight. I entreat you, lost lamb. Aha. My dear son's moment. Ich glaube, die Formulierung ist hier die gleiche. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird Elliot das Ding auch dann rocken, wenn deine Stoßgebete nicht erhört werden. Davon bin ich überzeugt, denn er hat's einfach drauf. Hallo Klein. Seems like they didn't find out too much about what happened last night. Everything's okay now though, so it's better not to worry about it. Let's just stay focused on enjoying the festival. Plus I haven't put in so much work to make sure the festival could keep going. It would be downright rude not to have a great time. Wenigstens hat sich das bis zu ihm rumgesprochen, dass wegen uns das Festival überhaupt stattfinden kann. Ich weiß nicht, ob Patrick das so klar ist. My mom told me to go hang out with my friends today. You in? Sure, let's invite Laura and Monica along too. Oh, ich glaube, die sind sehr beschäftigt. Also zumindest Laura mit ihrer Family jetzt. Klein offered to get me something from the food stalls. Alright, today's gonna be great. Yeah, das ist auf jeden Fall der Plan. Sehr schön. That's the spirit. Auf jeden Fall werden wir das Beste daraus machen. Ach, guck mal, das sind schon die nächsten. Mint und Monika. Ihr beiden? Seid ihr befreundet? Wait, was I supposed to be on reception duty? Ach, die sind sogar in einer Klasse. Vielleicht, vermutlich, eventuell. Mint, are you trying to give me a heart attack? Sorry about that. I kinda sorta completely forgot. Also alles wie immer bei ihr. Laura and I have plans to enjoy the festival together today. Ach so, die laufen ja heute auch nochmal zusammen rum. Okay. I'm leaving the reception in your hands, Mint. Good luck. Ich dachte, die wollten jetzt hier den ganzen Tag mit ihren Familien irgendwie abhängen, aber scheinbar ist das so ein bisschen aufgesplittet, was ja auch Sinn macht, ne? Bisschen kann ja die Familie auch für sich hier rumlaufen. Macht schon irgendwie Sinn.
oder ergibt Sinn. Im Deutschen ist dieses Sinn machen ja eigentlich komplett falsch. Daran muss ich jedes Mal denken. Ich weiß das auch, aber ich erwähne es trotzdem immer, weil es sich über die Jahre einfach so stark in den Sprachgebrauch mit eingemischt hat. So, hier haben wir jetzt schon von anderen erfahren, dass sich hier auch Stalls quasi auf dem Dach befinden. Dann schauen wir mal, was wir hier so Feines mitnehmen können. So, on the agenda are the 2 performances in the auditorium and the big after party. Hahaha, I'll be kicking myself if I miss those. Einfach nur schön gesund bleiben, ne? Und vorher nicht einpennen oder so. Dann steht hier nichts mehr im Wege. Oh, Annabelle. Hi. I still have not forgiven father. How presumptuous of him to arrange my marriage without so much as telling me. I must apologize for not mentioning it myself. Although, based on who you are due to marry, I assumed you wouldn't be terribly keen on hearing anything more about him. Huh, that's a small mercy. Soldiers like him are nothing but uncivilized brutes. Aha, die soll also mit einem Soldaten verheiratet werden? No, my lady, I'm afraid he is not involved with the military at all. Surely you've heard of the Lake Lord family of fishermen? What? Ach, der hat sie das ganze Spiel über gesucht, ne? Ich erinnere mich gerade, der hat bei der allerersten Begegnung immer nach Annabelle, also bei der, oh, guck mal, wie hässlich das da hinten aufploppt. Dieser Stand, voll der hässliche Fehler, oh Mann. The Lake Lord family, the same Lake Lords who make all the fishing equipment? I can't believe this. Why wasn't I informed? They led me to believe he was someone of military status. Nö, aber dann könnte sich daraus vielleicht doch ein Happy End ergeben. Zumindest die Interessensüberschneidung ist ja schon mal da. Muss natürlich trotzdem nicht heißen, dass die sich am Ende verstehen. Although the head of the family is a mere baron, the Lake Lords are rather influential. Though, given your graceful nature, I would not have assumed you would find one of their sons to be an appropriate match. I am terribly, terribly sorry. Tja, gut, dass ihr euch jetzt wenigstens hier mal aussprechen könnt. Das heißt, in Cold Steel 2 werden wir sie vermutlich an der Seite ihres Mannes schon sehen, oder was? Also, ist alles wieder nur eine rhetorische Frage, ne? Bitte nicht antworten, nur Gedankenspiele. I heard that there was an incident last night. Was there a robbery or something? Well, no matter what it was, I'm just happy that the issue was resolved and we can safely enjoy the festival. I heard that there was an incident last night. Und hier nochmal die gleiche Schleife. We're going to the cooking class today. Mom and I are gonna bake some cookies together. It's gonna be so much fun. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte an eurer Stelle eher Bock, hier draußen zu bleiben. Bei dem Wetter. Also, es sei denn, wir haben jetzt hier irgendwie 40 Grad, aber davon gehe ich mal nicht aus. Hallo, Female Student. Ja. It seems as though today's performances have drawn us more visitors than yesterday. Now I can't wait to see which attraction gets voted most popular. Will it be the one that drew people in at a steady pace, or will the flesh of the performances take the crown? I simply can't wait to find out. Aber sie scheint wenigstens unabhängig zu sein. I guess the popularity vote will really depend on the quality of the performances today. It should be pretty interesting. Das finde ich auch. So genau mit dieser Perspektive würde ich auch auf die Performances schauen. Da ist mal ein bisschen Geistesgegenwart ausnahmsweise mal vorhanden. Das ist schön. So. Ja. Premium Coffee. Ist relativ günstig dafür, dass das diese beiden Ekelzustandsveränderungen heilt. Aber ich glaube, ich habe den Bedarf jetzt hier auch nicht mehr. Deswegen belasse ich es erstmal dabei. Gut, ihr Lieben, es war übrigens eine gute Entscheidung, mit dem Voice-Acting ein bisschen zurückzufahren, weil ich musste seitdem kein einziges Mal mehr husten. Ich habe da jetzt ganz bewusst drauf geachtet. Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle den Part einfach beenden. Wir machen beim nächsten Mal mit der anderen Dachseite weiter. Und dann könnte es eventuell schon auf unser großes Konzert hinauslaufen. Nachdem wir natürlich für George noch eine Kleinigkeit organisiert haben, das darf ich nicht vergessen, aber das habe ich schon auf dem Schirm beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein heute und ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.